Lerne, wie du Stiche richtig sicherst, sei dies nun mit der Maschine oder auch von Hand. Ich bin Jenny, gelernte Schneiderin und Modedesignerin und gebe dir heute meine Profi-Tricks weiter. Wenn dir mein Kanal gefällt und du gerne mehr Videos sehen möchtest, abonniere ihn doch und vergiss nicht, die Glocke zu drücken. Legen wir los! Bevor du anfängst zu nähen, was ich immer mache, ich halte die Fäden hier hinten fest für die ersten paar Stiche. Denn ansonsten gibt's einfach so ein paar Schlaufen oder kleine Knötchen am Anfang, die ich sehr unschön finde, auch wenn die Maschinen heutzutage eigentlich sagen, dass man das gar nicht mehr machen muss. Also die Nähmaschinenhersteller. Ich mache das trotzdem immer noch. Ich finde, es gibt einfach schöne Resultate. Dann fange ich an zu nähen und achte darauf, dass die Nadel, wenn möglich, immer im Stoff unten ist. Also bei den neueren Maschinen kann man das einstellen, indem man auf das Knöpfchen drückt, das eine Nadel zeigt, also ein Nadelöhr mit einem Pfeil nach oben und nach unten. Und jetzt, wenn ich weiter nähe, bleibt die Nadel immer unten an der tiefsten Stelle stehen. Nachdem ich ein paar Stiche genäht habe, das sollten mindestens 3 sein, lieber aber 5, so 4 bis 5 Stück, nähe ich rückwärts. Und zwar um die gleiche Menge oder sogar etwas mehr, je nachdem. Und dann wieder vorwärts. Und so sichert man die Stiche. Das macht man also jeweils am Anfang und am Ende des Stoffes, damit die Naht nicht mehr aufgeht. Jetzt habe ich die Nadel so verändert, dass sie an der höchsten Stelle ist. Ich hebe das Füßchen und kann den Stoff wegziehen und die Fäden abschneiden. Sonst sind diese Stiche schön gesichert, die Naht hält. Du kannst die Fäden abschneiden und weitermachen. Dasselbe Prinzip mit dem Rückwärts- und Vorwärtsnähen kannst du auch für andere Sticharten anwenden, wie zum Beispiel den Zickzackstich. So sind diese Stiche dann auch gesichert und du musst sie nicht von Hand vernähen oder verknoten. Dann noch ein kleiner Tipp. Gerade am Anfang eines Stoffes kann es sein, dass wenn man anfängt zu nähen und rückwärts geht und wieder vorwärts näht, dass sich dann der ganze Stoff in die Nähmaschine reinzieht, weil einfach die Nähmaschine nicht mehr genügend Stoff hatte, um es zu fixieren, links und rechts. Hinten hat sie eben gar nichts mehr. Und da ist noch ein Vorteil dran, wenn man die Fäden stehen lässt und sie hält am Anfang, dann kann man hier nämlich etwas Zug ausüben. Also ich halte die fest, ich nähe rückwärts. Und dann, wenn ich wieder vorwärts nähe, kann ich auch hier hinten an den Fäden ziehen und dann gebe ich der Maschine noch etwas mehr Hilfe und Stabilität in den Stoff rein, dass der Stoff nicht einfach reingezogen wird, weil ich nämlich mit der Spannung, die ich aufbaue mit den Fäden, dagegen steuere. Und so kann man sich dann doch ziemlich mühsame Knoten ersparen. Jetzt gibt es Situationen, in denen du nicht mehrmals über die Stelle drüber nähen willst oder kannst. Angenommen, man steppt einen Ausschnitt ab und irgendwo hier vorne mittendrin ist man irgendwie ein bisschen krumm geworden oder hat unten noch Stoff mitgefasst und man muss wirklich mittendrin aufhören zu nähen, weil man sonst das Problem nur schlimmer macht. Dann als allererstes die Nadel rückwärts, also mit dem Handrad rückwärts drehen, damit die Nadel sich hebt und ein Stich weniger vorhanden ist. Den Stoff herausziehen und lange Fäden stehen lassen. Denn dann kann man so viele Stiche noch öffnen, wie man eben falsch genäht hat. Man kann die Fäden auf die Rückseite des Stoffes ziehen und dort von Hand vernähen. Dann fängt man wieder von vorne neu an zu nähen, lässt dort auch wieder lange Fäden stehen und näht fertig. So muss man nicht den ganzen Ausschnitt wieder öffnen, sondern eben nur die kleine Stelle, wo man eben etwas krumm genäht hat oder was auch immer das Problem war. Es kann natürlich auch sein, dass der Unterfaden genau dort endet und dann ist man auch froh, wenn man den einfach
an der Stelle von Hand vernähen kann und man sieht nichts von außen. Deshalb ist es eine wichtige Technik und ich zeige dir jetzt, wie das funktioniert. Um die Fäden zu vernähen, gehst du auf die Rückseite des Stoffes, was bei mir hier der grüne Faden ist. Der schwarze ist der Oberfaden, also die schöne Seite des Stoffes. Um den Faden auf die andere Seite zu holen, ziehst du am Unterfaden, dass der Oberfaden eine Schlaufe bildet. Und in diese Schlaufe gehst du nun und ziehst sie raus. Und so hast du beide Fäden auf einer Stoffseite. Ich verwende dafür übrigens immer so ein Pfriem. Also es ist sowas wie eine Ahle, einfach ein bisschen kleiner. Du kannst aber selbstverständlich auch eine Stecknadel oder so dafür verwenden, um die Schlaufe rüber zu holen. Beim Pfriem ist es einfach so, dass die Spitze sehr abgeflacht ist und das Ganze sehr smooth, sehr glatt ist. Und so verletzt du den Stoff nicht aus Versehen. Deshalb liebe ich dieses Teil. So, wenn du die Fäden jetzt rübergeholt hast, auf eine Stoffseite geholt hast, dann kannst du die entweder verknoten, was ich nicht besonders schön finde, um ganz ehrlich zu sein, weil man dann einfach diesen Knoten spürt, je nachdem. Vielleicht trägt man sie ja genau auf der Haut. Und es hält jetzt auch nicht besonders gut. Aber in manchen Fällen muss man eben verknoten, wenn man zum Beispiel nur noch sehr wenig Faden hat und dann geht's gar nicht mehr anders. Um sie etwas schöner zu gestalten, kann man sonst die Fäden auch auf eine Nadel auffädeln und dann zwischen die Stoffschichten ziehen. Dann hat man da keine kleinen Resten mehr. Die sehr hochwertige, wenn auch etwas aufwendigere Variante ist, die beiden Fäden auf eine Nähnadel einzufädeln und dann mit 3 Rückstichen zu sichern. Und zwar steche ich dafür in den Stoff ein kleines Stückchen daneben sofort wieder raus, ziehe die Fäden durch und steche an derselben Stelle nochmals rein. Und natürlich sollte man dann darauf achten, dass man auch nur die hintere Stoffschicht mitsticht, dass man vorne gar nicht zieht. Und nochmals rein und wieder raus. Also insgesamt sind das dann 3 Rückstiche, die ich gemacht habe. Und Rückstiche meine ich hinten einstechen, vorne rausstechen. Dann kommt man hier vorne raus und sticht wieder hier hinten ein. Das ist ein Rückstich. Auch hier, wenn man es ganz sauber machen möchte, und das möchte ich jeweils, steche ich wieder hinten ein und ziehe die Fäden zwischen die Stoffschichten. Natürlich macht das mehr Sinn, wenn man dann irgendwie ein Kleidungsstück hat und beim Saum oder so ist, wo man dann natürlich nicht reinsehen kann, weil das wäre ja dann verschlossen. Und dann hat man wirklich von vorne ein perfektes Nahtbild und hinten sind die Fäden auf kleinstem Raum gesichert. Dasselbe funktioniert dann natürlich auch bei einem Zickzackstich und grundsätzlich auch bei allen anderen Stichen. Also entweder kann man einfach die Fäden verknoten oder man fädelt sie auf eine Nähnadel auf. 3 Rückstiche und die Fäden abschneiden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Kommentar da, gib dem Video den Daumen hoch und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nähen!